Ihr könnt das Zeug aufladen. Moment mal, das sollte ein Austausch werden. Was ist mit Kelly? In dem Moment, in dem die Ladung verfrachtet ist, lassen wir Ihre Tochter frei. Sie haben ein Wort darauf. Ihr Wort ist nichts wert. Was war das? Ich hab's auch gehört. Da ist jemand. Kommen Sie raus. Auf! Hinterher! Nein, ja! Oh, Gott sei Dank, du lebst. Wo ist Cruz? Komm weg hier. Wir müssen verschwinden. Na also, jetzt haben wir auch noch ihn. Es war ein Fehler, hier aufzutauchen. Leg sie um. Robert, das wollte ich nicht. Kommt! Kommen Sie! Los, wir müssen verschwinden. Und nehmen die beiden Frauen mit. Robert, das wollte ich nicht. Kommen Sie! Wir müssen weg, wir haben keine Zeit. Sie kommt mit. Na los! Robert. Kelly! Kelly! Eden, was ist denn passiert? Bist du verletzt? Ich hab ihn angeschossen. Ruf schnell einen Arzt, bitte. Ich kümmere euch drum. Eden, wo ist Kelly? Sie haben sie mitgenommen. Ich weiß nicht. Sie haben sie einfach Beruhige dich, mitgenommen. Eden. Alles wird wieder gut. Nein! Rühr mich nicht an. Es ist alles okay. Ich bleib bei dir. Keine Angst. Ich bleib hier bei dir. Take it easy. Tennell caught on to the plan. They took Kelly with them. They took her. Is she all right? She's fine. She's fine. We saw her. She's okay. It wouldn't have happened if you'd stayed put here the way we asked you to. What did you expect to accomplish sneaking in there like that? I was trying to help, for God's sake. Can you understand that, or would you like to take me Well, up they back? found you pretty quickly, didn't they? Stop it. Will you stop it? Once Tennell found out that the bars were phony, it didn't matter. The whole plan was dead. Didn't matter who was there. Cruz went after Kelly. He still might be able to pull it off tonight. Don't count on that, Dad. They'll be guarding her even more zealously than they were. We're back where we started. We have no choice but to negotiate with Tennell, only this time we won't have a friend in the enemy camp. If only we had known about Robert. What are you talking about? He tried to free Kelly and Hunt shot him. He's dead? He was still alive when they took him to the hospital. I'll check on his condition. Eden thought that he was trying to help all along, and now I'm worried about Eden. She said she was going to be at the house, and she called me. I called. She wasn't there. She turned over at the warehouse. Is she all right? She's Is she in safe, trouble? baby. No, she's fine. There's no news on his condition yet. You know, I'm still not sure you're right about him. I mean, everything did happen pretty fast. He could have been keeping Kelly from escaping, you know. Then why would Hunt have shot him? No. He was trying to help her. I saw it, Cece. He tackled Hunt so that Kelly could get away. They shoved her in the back of a limousine and took off. I lost them. I checked the yacht, but they weren't there. All right, that's it. We're calling the police now. No, not until we make sure that she is safe, till Kelly is safe. Where's Eden? She go home? She's at the hospital, Cruz. She went in the ambulance with Robert. Halt! Tut mir leid, während der Operation müssen Sie draußen warten. Eden, sagen Sie mir, was los war. Wer hat Sie angerufen? Der Polizei werden alle Schusswunden gemeldet. Wir waren erst unten am Hafen, aber da war keiner. Oh mein Gott. Cruz hatte vor. Was hatte Cruz mit Nichts, all dem gar zu nichts. tun? Er hat gar nichts damit zu tun. Wer hat ihn angeschossen? Was wissen Sie über diesen Mann? Ich weiß nichts. Es war alles schon vorbei. Ich kann nichts sagen.
Du willst doch nicht etwa gehen. Wir müssen unsere Pläne etwas ändern. Los, schnell, schließt die Tür. Zieht die Gardinen zu. Einer von euch geht nach oben. Nein, Anthony. Sei still! Am besten, ich klebe euch den Mund zu. Mein geliebter Mason. Als wir das letzte Mal auseinandergingen, hatte ich nicht die Möglichkeit, mich von dir zu verabschieden. Dieses Mal bin ich es, die geht. Und wir werden uns nie wiedersehen. Als wir uns trennten, war ich tief getroffen. Aber du wirst sicher erleichtert sein, dass ich von dir gehe. Dennoch sage ich dir Lebewohl und du sollst wissen, dass ich mich dir trotz allem näher fühle als irgendjemandem auf der Welt. Ich weiß noch nicht, wohin ich gehe. Wichtig ist nur, dass Anthony mich nicht finden kann. Denn er würde mich ganz bestimmt umbringen. Ich bin froh, dass Julia nie etwas von unserer Affäre erfahren hat. In deinem Interesse, aber auch um meiner selbst willen. Es gibt mir die Genugtuung zu wissen, dass niemand auf der ganzen Welt etwas weiß von Palm Springs, außer dir und mir. Hören Sie auf, was machen Sie da? Halt, hören Sie auf! Lassen Sie sie in Ruhe. Wir haben noch einiges zu tun und wir müssen schnell hier weg. Na schön. Sie haben recht. Zumal wir jetzt Hilfe von unerwarteter Seite haben. It's okay. My men unloaded the shipment at the boathouse and they're guarding it. Have you heard anything? No, the phone hasn't rung, and I'm going out of my mind waiting to hear about Kelly. Do you think they've heard her? No, darling, I don't. She looks like she's been through an ordeal, but she's not frightened. She wasn't cowed. No, I just wish the hell we'd listen to Eden, that's all. You think that Barr was trying to help? I don't know what the hell to think about Barr anymore. All I know is I know what I got to do. Give Tonnell the shipment. I'll give Tonnell anything he wants to get Kelly back. We have to. I'm just so terrified that no matter what we give him, he won't let her go. We won't let that happen. Where's Cruz? He went to the hospital. He's going to talk to Barr to see if they can find out where Tonnell's hiding. If Barr's alive. Strange, isn't it? The man we hold out hope for is the one man who brought everything down on our heads in the first place. I don't want to hear any more about how I screwed up, all right? I think you're more interested in your plans going awry than you are about Kelly. Hello? Hello? Someone there? That's you, isn't it, Mason? Tonnell. I'm glad you picked up, because you're the one I wanted to talk to. Make sure he puts Kelly on the phone. I'm ready to talk to you, but I need to know that my sister is all right first. It was very foolish of you to try to trick me down at the dock. You were lucky Kelly's still alive. But she is. In fact, she's right here with me now. Talk, Kelly. Mason? Mason? There's someone else here, too. But, I won't bother talking to you about her. And I won't put her on the phone. It's Sasha. She's very lucky to be alive, too. But she deserves a much worse fate than Kelly. Your sister's motivated by loyalty, however misguided. Sasha's nothing but a traitor, and a very pathetic one at that. She was willing to sell me and my entire organization out for a roll in the hay with you. Or should I say the memory of a roll in the hay. From what I gather, you dumped her after Palm Springs. We are willing to negotiate. You're damn right you are. But I've upped the ante this time. What do you want? You. Sitting right on the top of the shipment like a cherry on the whipped cream. I want the bastard who thought he could sleep with my mistress and get away with it. I want the bastard who used her to betray me and get away with it. I want you. Where do you want the exchange to take place? On the beach, in front of Sasha's house. And I'm warning you, no tricks this time. I have no patience left. Your sister's life is hanging by a very
thin thread. I want the entire shipment there, the real goods. And then I want you to come up to the house alone and exchange yourself for your sister and your ex-whore. What the hell did he say? Kelly's all right. I heard her voice. The deal is the same as before, the shipment in exchange for her, but this time he's going to be even more wary. This time he's got nothing to worry about. What's the location? On the beach near Sasha's house. Good, that's near Eden and Cruz. When? Right away. I'll get my men right on it. I'm gonna go with you. You didn't tell them everything he said, did you? All that matters. Eden, ich weiß, was Sie durchgemacht haben. Aber ich muss Ihnen doch nicht sagen, dass es strafbar ist, uns Informationen dieser Art vorzuenthalten. Hören Sie. Hey, wie geht's? Gut, danke. Kann ich Sie mal kurz sprechen? Kommen Sie. Hören Sie ausführlich, ich weiß, dass es nicht leicht ist, es mit diesem Fall zu tun. Aber ich bin Ihnen sehr dankbar, dass wir wenigstens noch ein paar Tage geben können. Ich bin sicher, dass wir den Kerl schnappen. Einen Tag, dann können Sie machen, was Sie für richtig halten. Na schön, aber nur einen Tag. Ich habe ihm versprochen, dass ich ihm bis morgen einen vollständigen Bericht über den Unfall geben werde. Damit geht er ein Risiko ein, aber er tut es. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Ich hatte schon Angst. Ich bin okay. Halten Sie Kelly noch gefangen? Ja, leider. Und wir wissen nicht, wo ihr Versteck ist. Deswegen bin ich hier. Ich habe gehofft, dass Robert vielleicht was weiß. Ist er noch da drinnen im OP? Nein, Sie haben 2 Kugeln entfernt, aber er lebt noch. Wie es ihm geht, weiß ich nicht. Er hat versucht, Kelly zu retten. Entschuldigen Sie, Doktor, wie geht es ihm? Tja, es ist alles gut verlaufen, obwohl er viel Blut verloren hat. Ich würde ihn gerne sprechen. Wäre das möglich? Sind Sie ein Verwandter von ihm? Ich war mal leitender Polizist der Santa Barbara Polizei und arbeite zusätzlich an diesem Fall. Ich muss Mr. Barr sprechen, bevor er vielleicht das Bewusstsein Ich weiß nicht, fragen Sie Lieutenant Boswell, wenn Sie mir nicht glauben. Robert! Kelly? Tonnell hat sie. Haben Sie eine Ahnung, wo er mit ihr hingefahren sein könnte? Können Sie mir vielleicht einen Tipp geben, wo ich mit der Suche anfangen soll? Sie hätten sich da raushalten sollen. Ich hatte Eden gesagt. Schon gut. Sie wollte Ihnen das sagen. Ja, das hat sie auch gemacht. Cruz. Ja? Lass es mich bitte erklären. Spar dir das. Es gibt nichts zu erklären. Ich sehe doch, was los ist. Du hast dich verliebt. It's not love. Not the way you mean. What is it then? You feel like he's a brother to you, or a father figure maybe? He's your pal, is that what it is? You know, I've said this over and over to you, and you deliberately misunderstand. No, I don't. I think I do understand. You feel guilty because he gave up so much for you, and you feel sorry for him because he didn't get anything tangible in return. I understand that. You make it sound so stupid. Well, it makes me feel stupid. You think
You think that you're sparing me something by pretending? You think I don't know the truth? I do know you. I know your heart. You're wrong about this. No, I'm not. I've seen you. I've seen you look at him. It's not love. It's It's what? Tell me. compassion. Compassion. Compassion for somebody who's been hurt, yeah. Like, you'd feel that way about anyone who was hurt. Anybody off the street, I'm sure. You know, I don't know how to explain this to you. I mean, I have feelings for Robert, but they're in the past. Eden, there are tears streaming down your face. There is anguish emanating from every pore of you. His blood is all over you. Are we in the past? What am I supposed to do? I'm not supposed to care that Robert is gonna die, maybe, because he was trying to protect my sister. Darling, please don't. I'm not saying that. Of course you're gonna care for him. It's a fact. The man has suffered for you and your family more than anyone on the face of the earth. It's a fact. Look, all I'm trying to say to you is that maybe the situations are, I don't know, extreme. You know, every word and every move means, or seems to mean so much more. Now that is double talk. If you were to be honest with me about this, you would admit that you're angry at me because I screwed up. I did. No. I screwed up. And you know why I did? Because I'm jealous of the man. I almost got your sister killed. I didn't believe you when you said he was doing something good for your family again. I didn't believe you. I couldn't believe you. You know why? Because I'm insanely jealous of the man. I'm not blaming you. Well, you should blame me. I'm blaming you for lying to me and for lying to yourself, because you are. I am not. You know, you could be someplace else right now. You don't have to be here. You could be home with our children. You could be with your family right now, trying to figure out how to go about finding your sister. Half an hour ago, you could have been looking for me. You know, I mean, for all you knew, I could have been shot too, but you weren't. What were you doing, Eden? You were standing here maintaining a bedside vigil for this particular man. Robert doesn't have anybody else. And nobody should have to die alone. Oh, please. This is an act of charity on your part? I don't understand why you don't trust me. I mean, you're my husband. I love you. Don't say that. Every time you say that, it makes me crazy. You say I'm your husband like it mattered as you fall deeper and deeper and... What am I supposed to do? You know, how am I supposed to prove it to you? You want me to do that? You want me to prove it to me? I'll tell you how you could do it. Walk out of here right now. Let's go. We'll call his assistant. What's her name? Renfield, is that her name? We'll call his assistant. She's been with him for years. They've got to be close, then he won't be alone. That'll take care of it, right? Should we do that? Should we go? No. You can't leave. I may be your husband, but you're in love with another man. I just don't think that Renfield should be the person to be here. And I think that I might be able to help him stay alive. I know that you can help him stay alive, and I know you need to, because that's how you're going to stay alive. I understand. I hope you do. I hope you get the stakes. I am not going to stand here humiliated indefinitely in the way of this new intimacy. I'm not going to do it. I have a lot of pride, and I've been swallowing it for a long time. What are you doing? You twist everything I say, and you turn it into something I don't even mean. I just think maybe I understand what you say better than you do right now. No, you don't. Good God in heaven, I'm going to leave now. Your family is depending on me. So I'm going to go help them. Try to find your sister and bring her home, okay? Okay. You do what you have to. All
right, my darlings. We're going to have to go ahead without Cruz because they're loading the PN-28 in the boat now. Why can't you just wait a while? We can't waste any more time, sweetheart. Besides, I don't really need him along. It's a very simple operation. All I have to do is take the boat up to that beach area where that girl lives, where Bar was staying, make the exchange, and make sure Kelly is safe. I'd like to be the one in charge of this voyage, Dad. Thanks for the offer, son, but it was my idea, and I don't want it on anybody's conscience but mine. Do you really want it on yours, Cece? Whatever it takes to make my daughter safe, darling. I'm not judging you. I just wish that there were another way. I wish there was, too. I'll be back in a couple of hours with Kelly. I'm going with you, Dad, to back you up. No, with all due respect, I want you to stay here and back me up here because I don't think your wife likes to follow orders too well, and I want you to make sure she takes care of herself, all right? You're right. I don't like to follow orders, and I can't take care of myself. I apologize. I won't interfere. Thank you. I'd still rather have insurance. I'll walk you to the boathouse. I'm sorry. Me too. He should have waited for Cruz. Well, if we can contact Cruz, he might still get there in time. Maybe we should try the hospital again. All right. I'll be right back. Sie bedecken die gesamte Ladung, klar? Und ich möchte kein offenes Feuer an Bord haben. Wehe, es macht jemand ein Streichholz an. Wir fahren das Boot ohne Signalleuchten. Ich will nicht, dass die Küstenwache uns sieht. Wir treffen uns an Bord. Ja, Mr. Captain. Mason, was machst du denn hier? Ich habe mich doch deutlich... Beruhige dich. Ich will doch bloß zusehen, wie ihr losfahrt. Keine Angst. Julia habe ich den wachsamen Augen von Sophia unterstellt. Ist alles verladen? Es geht jeden Augenblick los. Ich brauche noch ein paar Taschenlampen. Aber wir müssen doch welche haben. Waren die nicht da drin irgendwo? Ja. Mason! Was machst du da? Mason! Lass mich sofort raus! Tut mir leid, Dad. Aber wie es aussieht, habe ich ein überaus wichtiges Rendezvous. Mason! Wärst du doch etwas früher gekommen. Vor einer Sekunde sind die Boote losgefahren. Was für Boote? Tonell hat angerufen. Cici tauscht die Ladung gegen das Leben von Kelly ein. Das gibt's doch nicht. Und wer fährt mit? Keiner. Er wollte unbedingt alleine fahren. Wieso? Er will keinen in die Sache mit reinziehen. Ich verstehe das auch nicht ganz. Was ist mit der Crew? Die muss doch da sein. Ja, er hat eine, aber die weiß von nichts. Nichts von der gefährlichen Ladung oder wohin die Reise gehen soll. Sag mir, wo steckt Eden? Tja, wo soll sie sein? Sie ist also noch im Krankenhaus. Tja, sie ist noch immer bei Robert. Cruz, du... Bitte nicht. Ich will im Moment wirklich nicht darüber reden. Cruz, da bist du ja endlich. Habt ihr Mason irgendwo gesehen? Ich kann ihn einfach nicht finden. Vielleicht ist er doch mitgefahren. Ja, das sieht Wo ganz so aus. willst du hin? Du holst ihn nicht mehr ein. Wir wissen ja gar nicht, ob er mitgefahren ist. Ich weiß, was ich zu tun habe. Sie und Mason hatten ein Verhältnis? Er muss doch von Ihnen und Tonell gewusst haben. Er wusste es. Aber ich hatte keine Ahnung, wer er war. Und ich wusste auch nicht, was er in Palm Springs vorhatte. Weiß Julia davon? Nein. Ist das denn noch wichtig? Lieben Sie Mason? Das ist lange her. Es hat sich aber als Fehler erwiesen, leider. Und was war Ihr Fehler? Ich meine, wieso sind Sie hier? Ich wollte das Unternehmen meiner Familie retten. Doch ehe ich mich versah, war ich in eine internationale Verschwörung geraten. So weit, so gut. Die erste Hälfte der Lieferung wird gerade unten am Strand abgeladen. Und das ist bestimmt die zweite Hälfte. Ja? Tonell. Ach, Sie, ich habe mit Ihrem Anruf gerechnet. Ich kann Ihr Haus von da, wo ich bin, sehen. Bevor Sie Kelly und Sascha nicht gehen lassen, werde ich auch nicht zu Ihnen kommen. Kelly wird als Erste freigelassen, wenn die Ware echt ist und ich sie untersucht habe. Aber Sascha geht nicht eher, bevor Sie nicht mit verdrehten Augen vor mir liegen. Einverstanden. Ich freue mich darauf, Sie zu treffen. Die Ware ist abgeladen. Ich habe sie geprüft. Alles okay. Gut. Das muss Sie doch sehr glücklich machen, Miss Capwell. Craig, erweisen Sie ihr die Ehre. Gehen Sie rüber in das Haus Ihrer Schwester und richten Sie Ihrem Bruder aus, dass ich auf ihn warte. Was werden Sie mit ihnen machen? Mit dem feurigen Liebespaar? Warten Sie, wie war das doch gleich bei Romeo und Julia? Romeo ist gekommen, um sie zu holen. Doch Sie wissen ja, wie die Geschichte weitergeht. Kümmern Sie sich um Ihre Angelegenheiten, bevor es dazu zu spät ist, junge Frau.
Was meinst du, Sascha? Denkst du, Romeo kommt hierher, um dich zu retten? Ich wette, er benutzt die Situation, um auf diese Weise eine für ihn peinliche Affäre loszuwerden. Wenn Mason auch nur einen Funken Verstand hat, schnappt er sich hoffentlich Kelly und rennt los, so schnell er kann. Wir werden sehen, was er macht. Hilfe! Wer ist da drin? Bruce, ich bin Cecile. Mason hat mich hier eingesperrt, um mit den Booten loszufahren. Hol Geh zur Seite, ich schieß auf das Schloss. Er weiß, was er vorhat. Los, komm mit. Kelly. Mason, ich kann es noch gar nicht fassen, dass ich da raus bin. Hör mir mal zu. Mein Wagen steht vor der Tür. Die Schlüssel stecken noch. Du fährst jetzt so schnell, wie du kannst, nach Hause. Nein, nicht, wenn du nicht mitkommst. Du darfst da nicht hingehen. Er wird euch beide dich doch umbringen. endlich. Glaubst du etwa, ich bin ein Held? Ich habe auch schreckliche Angst. Aber ich kann jetzt unmöglich Sascha im Stich lassen. Damit könnte ich nicht leben. Und jetzt Er bringt euch um. Sieht so aus, als ob ich recht hatte. Offensichtlich ist es deinem Liebsten völlig egal, was mit dir passiert. Andererseits wusste er von Anfang an, dass du eine Hure bist. Du hast genug bekommen für dein Geld. Und damit meine ich nicht nur im Bett. Wer hat dir die Hand gehalten, wenn du nicht einschlafen konntest? Oder wer hat dir die Schläfen massiert, wenn du Migräne hattest? Du hast gelebt wie eine Prinzessin. Ich habe dir alles gegeben. Nein, nicht alles. Doch, alles. Häuser, Autos, mein Geld, Kleider. Und ich wollte nur ein wenig Treue und etwas Loyalität. Ich habe dich zu nichts gezwungen, auch nicht mit mir ins Bett zu gehen, niemals. Mein Wunsch war es nur, dir immer und ewig vertrauen zu können. Meine Version der Geschichte sieht etwas anders aus. Oh ja, du hast mich reichlich beschenkt, richtig. Aber als Gegenleistung dafür hast du meine Seele haben wollen. Du wolltest mir kein eigenes Leben zugestehen, keine Freunde, kein Vergnügen, nur damit ich dir zur Verfügung stehe, wann immer du es wolltest. Das war der Grund für deine Geschenke. Du hast mir sehr gut zu verstehen gegeben, was du in Wirklichkeit von mir hältst. Für dich war ich doch nur ein kleines, dummes Mädchen. Als ein kleines Mädchen bezeichnet zu werden, ist doch nicht so schlimm, oder? Welches Gefühl gab er dir denn? Dass du eine Frau bist? Ja, das und noch mehr. Er hat nur mit dir geschlafen, um von dir Informationen zu bekommen. Danach ließ er dich fallen. Er und ich, das war was anderes. Wir konnten ohne den anderen nicht sein. Wir hatten sehr viel Spaß, verstehst du? Vor allem im Bett. Ah, Mason. Ich bin überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie das tun würden. Ich hatte selbst gewisse Zweifel. Man entdeckt an sich immer wieder Seiten, die man gar nicht gekannt hat. Aber vielleicht sind Sie nur ein Verrückter. Was meinen Sie, Craig? Ich hätte mich hier im Umkreis von 50 Meilen nicht blicken lassen. Ihre Sorge um eine alte Geliebte ist wirklich rührend. Aber keine Angst, Ihr gemeinsames Dahinscheiden wird es ebenfalls sein. Nur schade, dass niemand hier sein wird, der ihretwegen weint. Jetzt, wo die Ladung endlich da ist, werde ich mich um den Rest meines Geschäfts kümmern. Und zwar, was die Beseitigung von Verrätern angeht. Craig, bitte, fesseln Sie Romeo und Julia. Aber schön eng aneinander. Are you here to tell me what a terrible person I am too, Mama? I'm here to do what Cruz should have done, take you home. Has anything new happened with Kelly? Your father and brother and your husband are negotiating with Tanel to get her back. And I need you to be with me to sit this through. I can understand if you would prefer to be with your children. But of all the places you should be, this is certainly where you don't belong.
I thought you'd understand, Mama. But you're in love with two men. I can understand that you may have feelings that you wish you didn't have. But I cannot understand your acting on them to the point where you're threatening the wonderful life you have with Cruz that you work so hard for. What are you thinking of? Sitting here waiting and crying. Doesn't it even matter to you that he was hurt because he was trying to save your daughter? I think it's very fitting, since he's the one that got her into this horrible situation in the first place. Well, I'm glad you feel that way. Because I wish to God I didn't feel this responsible. This is really crazy. Yeah, well, maybe I am crazy, Mama. But I feel really alone. Are you eating? Yes. He's asking for you. Don't go. I have to, Mama. Oh, Kelly! Oh, Kelly! Oh, I'm so glad to see you, oh, God. Oh, Got you one piece, don't. We don't have a lot of time to celebrate right now. Kelly, where's Mason? He went up to Sasha's house. He ordered me to take my car and go home, but I turned around and came back to get him. And I was still on the phone trying to call you guys. Why did he go to Sasha's? He took my place with Tanel. What? What are you talking about? That was part of the deal. It was Mason and a shipment in exchange for Sasha and me. I thought that you knew about this. But Tanel's not going to let Sasha go, and now he's got both of them. Wait, how long ago did Mason leave, honey? Just a few minutes ago, just a few minutes. But they're getting the boats ready to go, Daddy. I don't know if there's any time to do anything. Be really careful. They have guns everywhere. We'll be careful. Julie, I'm sorry. I begged Mason not to go. Then why did he go? He felt that he had to hold up his end of the deal. He was afraid of what Tanel would do if he didn't. Why is Mason suddenly so important to Tanel? Why was he selected over the rest of us? And why didn't he tell me? I don't know, Julia. Du bleibst hier und beobachtest das Boot. Ich sehe ein Haus nach, okay? Die haben es doch gut, sagt sie. Ja. I thought a lot of things about you, Mason Carwell, but I never thought you were a fool. Maybe Anthony was right about that. You've called me a jerk at least once. Well, that was different. This was really dumb. You knew he knew about us. Did you really think he was going to let me go? In case you haven't guessed, I'm making this up as I go along. There hasn't been a whole lot of time for strategic planning, so I thought I'd get the lay of the land and then decide how to play it. Don't want you to think I'm not grateful, because I am. It's just that you are the most frustrating human being I have ever known. When I ask you for a little piece of you, a little corner of your life, you flat out refuse. And now here you are, jeopardizing everything for me. One small quibble. Why the hell didn't you get out of town when you had the chance? I was trying to. I packed 2 suitcases. I brought them down here, but then I stopped to write you a goodbye letter. And then Anthony suddenly came in, and he found it. I feel responsible for all of this. You are responsible for all of this. Well, you know, if you had written your goodbye letter after you left town than before, we might not be sitting here cheek by jowl, as lovely as your jowls are. Well, believe me, I wished I had. He's going to kill us. I just don't know what he's waiting for. Another setting, maybe. Don't lose hope. People have gotten out of tighter spots than this. I only wish I'd known one of them so I could have asked him how. Well, in case our luck doesn't run this way, there's something I want to say to you. Nothing you'll regret later if we get out of this, I hope. You tell me. I love you, Mason. I know you don't love me. And that we'd never have a future, even if we had a future.
And I guess that's why I've acted so foolish since I've come to this town and saw you again. Well, we've all made mistakes. Yeah, and I was one of yours, right? I was thinking perhaps you might feel it was the other way around. No, you weren't. And you know better. But as long as there's nothing to lose, you do me a favor. Will you tell me you love me too? You don't have to mean it, honest. I just kind of make me happy to hear the words. And I promise, even if we somehow get out of this, I'm not going to hold you to it. I love you, Sasha. Wartet am Boot auf mich. Diese Freude gönne ich mir zum Schluss allein. Du weinst ja. Geht es Kelly gut? Sie suchen noch nach ihr. Deine Tränen haben mich schon immer gerührt. Selbst dann, wenn mir alles egal war. Sie tun es auch heute noch. Ich hoffe, sie gelten diesmal nicht mir. Sie sind für uns alle. Ich verdiene sie nicht. Wenn Kelly irgendwas zustößt, ist das meine Schuld. Du müsstest eher in mir deinen Feind sehen, so wie vorher. Du bist nicht mein Feind. Ich wäre bestimmt nicht hier, wenn du das wärst. Du hättest nicht erwarten dürfen, dass sie dir glauben. So weit hätte es nicht kommen dürfen. Ich habe dich enttäuscht. Das stimmt nicht. Du hast mich noch niemals enttäuscht. Ich kenne dich besser als jeder andere Mensch. Es ist wirklich sehr einfach, jemanden zu hassen. Die Menschen sehen, was sie sehen wollen. Sie glauben, was man ihnen sagt. Ich höre dir zu, nicht den anderen. Geh nach Hause. Geh zu deiner Familie. Du musst die Vergangenheit vergessen. Wenn du mich erst richtig kennengelernt hast, dann wirst du nicht mehr zu mir halten. Ich will dein Leben nicht ruinieren. Glaubst du, dass ich das mache? Dass ich nicht zu dir halten werde? Soll ich wirklich das tun, was man von mir erwartet und von hier weggehen? Würde das etwas beweisen? Das glaube ich nicht. Ich war bis jetzt in meinem ganzen Leben immer eigensinnig. Ich meine, vielleicht war das so oft auch unfair. Ich habe sie oft enttäuscht. Aber soll ich deshalb tun, was sie von mir verlangen? Sie wollen, dass ich dich verleugne und weitermache wie bisher. Doch das kann ich nicht. Ich hab's versucht. Doch es hat nicht funktioniert. Ich bin nicht hier, weil ich dich liebe. Verstehst du, was ich sagen will? Na schön, ich liebe dich. Aber nicht so wie Cruz. Ich meine, er ist mein Leben. Verstehst du? Aber dich und mich verbindet etwas, das mit Sicherheit noch nicht zu Ende ist. Ich meine, die Geschichte, die wir haben, die ist nicht zu Ende. Ich habe das Gefühl, als ob es noch eine Lösung geben wird. Irgendein Ende, das man uns noch nicht erzählt hat. Immer wieder denke ich, wenn das alles vorbei sein wird,
haben wir vielleicht eine Chance, dieses Ende zu finden. Ich weiß nur, ich kann dich nicht verlassen. Oder möchtest du das etwa? Was hast du? Robert! Robert! Tu es endlich, worauf wartest du? Tunnel! Geben Sie auf! Waffen fallen lassen! Hey! Mason? Bruce, ist alles in Ordnung bei dir? Ja. Was zum Teufel? Verdammt! Hände hoch! Ich habe hier eine Granate. Wenn Sie schießen, fällt sie runter. Und dann werden Sie und ich und Eden und Ihre Kinder, dann wird die ganze Stadt in die Luft gehen. Wollen Sie das wirklich riskieren? Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California Clan, hier bei RTL.